Ich habe von der Firma 70 Mai eine Dashcam zugeschickt bekommen, nämlich mit dem schönen Namen A800 SE und habe die mal reingehängt. Ich habe eine ältere Dashcam bisher benutzt, die war okay und so, aber sie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich finde die Dashcam-Geschichte sehr essentiell und wichtig, weil die Leute können alle nicht Auto fahren. Und die Radfahrer können auch nicht Rad fahren. Oder sind unbeleuchtet oder machen dumme Sachen und irgendwelche. Ich habe, also der erste Auslöser, wieso ich mir die Dashcam zugelegt habe vor ein paar Jahren, war ja so ein Handwerkerauto, was mich auf dem Gehweg überholt hat. Also ich war im Auto und der Handwerkerwagen hat sich dann dafür entschieden, mich rechts auf dem Gehweg zu überholen, hat nicht durchgepasst, hat mich dann beschimpft, hat so einen Baum mitgenommen. Dann habe ich bei der Firma angerufen, habe ich gesagt, wissen Sie, das ist gar nicht so gut. Dann hat er mich bedroht, so nee, und das war alles nicht schön. Und das hätte ich gerne auf einer Kamera gehabt. Und bei den Dashcams muss man so ein bisschen beachten, was ist in Deutschland erlaubt und was nicht und was darf man mit den Aufnahmen anstellen und so weiter. Das kann man nochmal nachlesen, aber im Grunde ist es so, das muss sich halt kontinuierlich überschreiben und darf halt nur wenn halt was passiert ist, fest aufzeichnen und dann behalten und dann kann man das quasi benutzen. Ich würde aber trotzdem sagen, halt nicht zum Spaß veröffentlichen. Das heißt, ich werde jetzt auch für dieses Video, nachher in der YouTube-Version von diesem Video werdet ihr jetzt hier Bild sehen von dieser Kamera, wo ich über leere Straßen fahre, weil dann sind keine Fußgänger und keine anderen Autos drauf, damit da kein Dings ist. Und zum anderen ist halt noch interessant, das Feature, was ich auch gerne gehabt hätte, aber was halt auch in Deutschland wieder ein bisschen problematisch ist mit dem Parkremplern. Mir wurde ja mehrfach sind mir Leute in mein Auto reingefahren und haben dort Schaden verursacht und sind dann wieder abgehauen. Und auf dem Privatgrundstück, auf der Privatstraße könnte man das ja dann aufzeichnen und wüsste dann, wer das gewesen ist. In meinem Fall, ich wusste auch, wer es gewesen ist, aber ich hatte halt keinen Beweis. Ja. Und das war auch nicht an den Kratzern am anderen Auto festzustellen, weil das war ringsum mit Kratzern voll, weil der immer so gefahren ist. 2000 Euro Schaden damals. Ne? Also das ist halt schlecht sowas. Und deswegen, diese Kamera hier, diese 70 Mai, die ist eine 4K-Kamera vorne, eine 2K-Kamera hinten. Und also hinten bedeutet, man hat eine zweite kleine Webcam, die ist so Lippenstift groß und die kann man halt ans Heckfenster irgendwie hinkleben und mit einem Kabel verbinden. Und die vordere und die hintere Kamera, die sind so durch ein USB-Kabel verbunden, aber das USB-Kabel ist in der Nähe der rückwärtigen Kamera ganz, ganz dünn, dass man das zur Not auch durch irgendwelche kleinen, feinen Schlitze oder irgendwas durchlegen kann und dann verbinden kann. Man muss nicht den USB-Stecker durchs ganze Auto durchziehen. Ne? Da ist ein kleines Werkzeug dabei, mit dem man so Panels und Clips irgendwie so ein bisschen lösen kann und so das Kabel unter den ganzen Panels von dem Auto verlegen kann. Das ist in vielen Fällen gar nicht so kompliziert. Das ist auch das Kabel ist sehr lang, was von vorne nach hinten geht, viel zu lang für den Smart, aber man braucht halt die Länge, wenn man so ein Kombi oder irgendwas hat, um halt von vorn bis hinten irgendwie durchzukommen. Und man verliert ja auch immer noch ein bisschen Platz, weil man ja von der Mitte, von der Scheibe zur Seite raus, dann nach unten, dann nach hinten, dann wieder hoch, dann nach links, dann nach Mitte und dann wieder dorthin kommt. Aber das funktioniert bei den meisten Autos irgendwie. Und was man dadurch halt auch noch gewinnt, ist eine Rückfahrkamera, was ich jetzt auch nicht habe. Was im Smart auch nicht so wichtig ist. Man kann ja einfach hinten rausfassen und gucken, ob man anstößt. Und dann noch Platz ist. Aber das ist ja bei durchaus dem einen oder anderen Auto ein bisschen schwierig. Oder es gab mal eine Generation von ID4, da haben sie die Rückfahrkamera, da gab es die nicht, weil nicht lieferbar oder so. Also solche Feinheiten kann man da vielleicht noch abdecken. Das Display von dieser Dashcam ist so hell, dass man es auch tagsüber sehen kann, was meine alte Dashcam nicht kann zum Beispiel. Das konnte man nur nachts ablesen. Und da kann man eben auch die Rückfahrkamera mit einem Knopfdruck sich dann dort draufholen. Dann kann man sehen, was hinten irgendwie los ist, wenn man einparken möchte oder so. Die ganzen Dashcams und diese auch haben eine Funktion, die halt bei Erschütterungen aufzeichnet und dann die Dings behält. Oder man drückt eben auf eine Taste, wenn irgendwas ist, was man aufheben möchte. Und dann wird halt rund um diese Position in diesem File, wird dann dieses File in einen anderen Folder reingeschoben und dann aufbewahrt. Das mit dem Parken ist halt auch so ein Ding.
es gibt für diese Kamera und für viele andere auch gibt's ein Hardwire-Kit. Das heißt, man verbindet die Kamera fest mit dem Auto, mit dem Stromkreis von dem Auto. Normalerweise würde man die jetzt nur über den Zigarettenanzünder und ein USB-Kabel verbinden und dann hätte sie halt Strom, wenn man fährt. Wenn man sie mit dem Hardwire-Kit fest mit dem Auto verbindet, dann würde das halt aktiv werden, sobald man parkt und in dem Parkmodus einen Zeitraffer anfertigen. Das heißt, der würde dann alle paar Sekunden ein Bild machen und in ein Video abspeichern und dann würde man dort eben möglicherweise sehen, wenn einer reinfährt. Das kannst du aber in Deutschland nur auf dem Privatgelände machen, nicht auf der öffentlichen Straße, wenn man es genau nimmt. Ja, also ich habe ja so eine Garmin-Webcam und die macht das ähnlich. Und ich wurde bisher noch auf meiner Privatstraße noch nicht angefahren, als ich da geparkt habe. Deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das funktioniert, weil ich mache diese Funktionalität natürlich auch ausschließlich dort an. Ja, dann was man dort als Speichermedium benutzt, ist eine Micro-SD-Karte. Ich würde so eine High Endurance empfehlen. Diese Kamera hier braucht eine mit Geschwindigkeitsklasse U3. Das sind die etwas schnelleren, da muss man nochmal so 20 bis 30 Euro drauflegen. Und das Ding hat WLAN drin, da kann man eine App dran schließen. Mit der App kann man die Files von dem Ding runterziehen, ohne die SD-Karte rauszuziehen und sowas. Also ist immer so ein bisschen die Frage, mit dem 4K-Bild kann man das Kennzeichen von einem Auto, was irgendwie abhaut, noch lesen oder nicht. Und es ist halt, 4K ist schärfer als 2K offensichtlich, aber selbst mit den Kennzeichen ist es mitunter ein bisschen an der Grenze so. Das Auto also es gibt Wege, wie ein Auto an dir vorbeifahren kann und du das Kennzeichen trotzdem nicht mehr lesen kannst. Deswegen ist so die hintere Kamera auch ganz praktisch, weil dann hast du eine zweite Chance, wenn er an dir vorbeigefahren ist. Zum Beispiel, wenn er dir, weiß nicht, einen Spiegel abgefahren hat oder irgendwas. Ja. Ja. Also, und bei dem Ding ist halt ganz angenehm der Preis. Das sind jetzt hier gerade aktuell 85 Euro für das Ding. Die waren auch mal deutlich teurer und die werden jetzt, das sind solche, die geklebt werden auf die Scheiben. Meine alte hat einen Saugnapf. Der Saugnapf ist zwar flexibler, aber der hält auch nicht so besonders gut. Ja. Der fällt gerne runter, wenn es heiß ist oder kalt ist oder zwischen heiß und kalt wechselt. Ja. Was ja durchaus mal im Auto vorkommt. Also diese 70 Mai A800 SE kann man sich mal anschauen. Ein Link ist in den Shownotes oder wenn ihr das jetzt auf YouTube gesehen habt, in der Videobeschreibung drin. Das ist ein Affiliate-Link. Und da kommt ihr zum Amazon, da könnt ihr mal schauen, was der aktuelle Preis ist. Die hat sich jetzt soweit ganz, ganz solide angestellt. Und ich denke auch für den Preis ist das ganz, ganz angenehm. Hardwire-Kit würde ich dann empfehlen, wenn man auf dem Privatgelände Angst hat, dass einem der Nachbar die ganze Zeit ins Auto reinfährt, was durchaus vorkommt. Und dann halt entsprechend Schalter reinbauen, um das auf öffentlichen Parkplätzen zu deaktivieren. Aber Dashcam sehr gut. Ich habe jetzt gebraucht von meiner Dashcam, habe ich bisher noch nichts. Ist alles gut gegangen, ist aber auch besser so, wenn man es nicht braucht. Ich habe in 1, 2 knappen Situationen mir hinterher nochmal anschauen können, wie knapp das war. Und das vielleicht auch Unterhaltungswert meinst du? Unterhaltungswert oder um Himmels Willen, das waren ja nur noch Millimeter. Mhm.